Das Schloss von Graf Dracula. Ganz besondere Vulkane und die Tierwelt im Donaudelta. Auf unserer Reise kommen wir Bären ganz schön nah und manchmal läuft es irgendwie gar nicht rund. Ich hänge fest und die Moskito haben mich entdeckt. Das ist eine gute Kombination, würde ich sagen. Scheiße, Drecksviech. Wir fahren über die berühmteste Straße des Landes und lernen in Siebenbürgen eine ganz besondere Paartherapie kennen. Wir statten dem Paris des Ostens einen Besuch ab und suchen den hier. Und jetzt gehen wir ins Zimmer von Dracula. Er ist doch ein echter Mensch. Ich glaube, der erschreckt mich. Wir sind Nina und Jens unterwegs in Rumänien. Unsere Reise führt uns einmal quer durchs Land. Von Transsilvanien über die Walachei an die Schwarzmeerküste und endet in der Hauptstadt Bukarest. Wer in Transsilvanien unterwegs ist, kommt an Dracula nicht vorbei. Und damit nicht an Schloss Bran. An keinem Ort in Rumänien ist der Dracula-Mythos so zu Hause wie hier. So muss das Schloss ausgesehen haben, das Bram Stoker in seinem Schauerroman Dracula beschrieben hat. Das Schloss steht dicht neben einem furchterregenden Abgrund. Ein Stein, den man aus dem Fenster würfe, viele 1000 Fuß tief, ohne irgendwo anzustoßen. Bram Stoker war übrigens nie hier. Und ob sich Vlad der Pfähler, das historische Vorbild von Dracula, hier aufhielt, ist umstritten. Dennoch ist Schloss Bran eine Kultstätte geworden. Wie Transsilvanien überhaupt zum ganzen Dracula-Hype kam, wollen wir in Schäßburg herausfinden. Die mittelalterliche Altstadt ist noch komplett erhalten und wirkt so harmonisch und lebendig, dass ich Dracula fast vergesse. Aber eben nur fast. Cosmina ist hier aufgewachsen und zeigt mir ihre Stadt. Einer Überlieferung nach soll Vlad der Pfähler, die grausame Romanvorlage von Graf Dracula, im 15. Jahrhundert in Schäßburg geboren worden sein. Angeblich in diesem Haus. Belegt ist das nicht, aber Geld wird trotzdem damit verdient. Und jetzt gehen wir ins Zimmer von Dracula. Ich liebe ja schon jetzt diesen Sound. Das ist so ein bisschen wie ein Freizeitpark schon jetzt. Das historische Vorbild spielt im Dracula-Zimmer keine Rolle. Er ist doch ein echter Mensch. Ich glaube, der erschreckt mich. Vlad der Pfähler, Fürst der Walachei, war für seine grausame Praxis bekannt. Die war allerdings zu seinen Lebzeiten nicht unüblich. Vor der Jakobskapelle tötete er Sachsen und ließ sie auf Holzpfähle aufspießen. Gleichzeitig hat er gefrühstückt, direkt neben den aufgespießten Menschen. Das war also seine Unterhaltung? Ja, vielleicht diente es der Unterhaltung von Vlad dem Pfähler. Die meisten Menschen hier in Rumänien müssen über die Dracula-Neugier der Touris schmunzeln. Früher wussten sie nicht einmal, wovon die ausländischen Gäste sprachen, wenn sie nach Graf Dracula fragten. Erst nach 1989 wurde Bram Stokers Roman in Rumänien überhaupt verlegt. Was würdest du sagen? Was verbindet Vlad und Dracula? And Dracula, what brings them together with
Vielleicht die Grausamkeit. Er mochte Blut und Vampire mögen das auch. Das lateinische Wort für Drache ist Draco. Im Rumänischen heißt es Dracul. Vlad Dracul. Vlad, der Pfähler, war der Sohn von Vlad Dracul, der Sohn des Teufels. Aber auch ohne die Horrorfaszination. Ein Besuch in Schäßburg lohnt sich. Es ist quasi der Jakobsweg Rumäniens, die Via Transylvanica, der erste Fernwanderweg Rumäniens. 1600 Kilometer lang, rund 70 Tage werden für die ganze Via Transylvanica benötigt. Wir laufen eine Tagesetappe. Zusammen mit Aline, dem Vorsitzenden der NGO, die diesen Fernwanderweg ins Leben gerufen hat. Aline hat lange Zeit in Deutschland gelebt. Der Via Transylvanica heißt auch in Rumänien der Weg, der uns zusammentut. Ja? Deswegen haben wir auch rundum diese T auch diese Kreis, der uns zusammenhält. Weil in Rumänien müssen wir zusammenhalten. Wir müssen eine Kooperation haben. Wir müssen kooperieren. Und wir müssen auch Europa zeigen, wie schön Rumänien sein kann und wie wichtig ist es auch, diese Kulturlandschaft noch weiter zu erhalten. Und apropos Kulturlandschaft? Das rumänische Stadtsymbol. Jedes Mal, wenn du ein Bild mit Rumänien im Ausland siehst, dann siehst du ungefähr diese Landschaft, was wir hier haben. Ja? Die Via Transylvanica führt an wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei, soll aber vor allem den Tourismus im ländlichen Raum fördern. Aline und sein Team haben dafür jahrelang Überzeugungsarbeit geleistet, sodass heute viele Menschen aus den kleinen Dörfern am Wegesrand Herbergen oder Verpflegung für die Wandernden anbieten. Und genau zu so einer Familie nimmt Aline uns jetzt mit. Aurelia. Eu sunt Alin din România, sunt română. Hai să vă îmbrăț. Wie ist das für dich, wenn du dann zu den Familien gehst und merkst, dass dein Projekt funktioniert? Das Problem war, dass niemand hier mehr gewesen ist. Also dieser soziale Kreis, was sich gebildet hat, über 1600 Kilometer. Und da kommt in 400 solche Ortschaften, wo niemand mehr vorbeigegangen ist. Im Gegenteil, alle Leute sind sie weggegangen. Und die sind irgendwo in Westeuropa oder in die gesamte Welt zum Arbeiten gegangen und die kommen einen Monat hier zum Urlaub sauber machen, einen Streit mit den Nachbarn zu regeln und dann wieder irgendwo zum Arbeit gegangen ist. Für uns war das sehr, sehr zu große Bedeutung, solche Leute hier zu fixieren. Zum Beispiel, jede Familie, jedes Dorf kocht anders. Und in wahrscheinlich das feinste Restaurant in Rumänien, du kannst 5 solche Suppen essen. Aber auf dem Via Transylvanica hast du 200 solche Suppen hochwahrscheinlich. Und das ist es natürlich zu bewahren, zu beschützen. Und so kannst du beschützen, wenn du hier vorbeikommst und isst. Also guten Appetit. Dankeschön. Danke. Lecker. Also lecker. Mir schmeckt es gut. Ist sehr gut. Nach 3 Gängen sind wir zwar pappensatt, aber unsere Gastgeberin Aurelia versorgt uns noch mit frischen Erdbeeren. Con piacere. Oh, thank you so much. Oh, die sind so gut. Das ist doch mal eine Wegzehrung hier. Ich kann nicht weiterdrehen, Nina. Ich habe die Hände voll. Verlaufen kann man sich auf der Via Transylvanica nicht. Dafür sorgen diese Kilometersteine. Jeder unterschiedlich gestaltet. Und auch Aline hat das Projekt auf einen neuen Weg gebracht. Ich habe eine komplett andere Beziehung mit meinem Land, die ich ja früher gehasst habe. Irgendwie wollte ich auch auswandern. Ich bin auch nach Deutschland gegangen. Ich habe nicht mehr hinterher geguckt und ich habe gesagt, nie mehr komme ich hier. Aber mein Heimweh
Und dann mittlerweile Via Transilvanica hat mir eine komplett neue Rumänien gezeigt. Und das möchte ich auch andere Leute zeigen. Die Via Transilvanica soll auch einen Beitrag zum Naturschutz leisten. Du hast ja die Route für die Via Transilvanica komplett selbst bestimmt. Und ihr habt ja Urwälder in Rumänien. Warum führt die nicht durch die richtig alten Wälder? Also wir gehen fast 500 Kilometer durch Wald. Und Rumänien und Karpaten sind ja wegen dieses Wald sehr bekannt geworden. Auch weil wir auch teilweise sehr viele Skandale über Abholzung und zu viel Abholzung in Rumänien haben. Aber wenn wirklich was richtig als Schatz dieses Land hat, dann sind die Wälder. Wir wollen aber sie bewundern, wir wollen sie sehen, wir wollen ihre Schatten, aber wir wollen nicht kaputt das machen. Ich will von Alin wissen, welche Etappe seine liebste ist. Jeder Mensch bekommt auf so einen Fernwanderweg nochmal diese spezielle Treffen mit sich selber. Und das, glaube ich, ist so groß zu Bedeutung für jede persönlich. Und das kann nicht so schön wie hier sein, ja? Sondern es kann ganz banal irgendwo dazwischen sein. Und du hast aber dort genau eine große Erkenntnis über dich. Und das ist ja für dich dann der beste, der schönste Abschnitt. Wer die Via Transilvanica läuft, lernt Rumäniens Gastfreundschaft und die unterschiedlichen Landschaften kennen. Der Wanderweg verbindet Menschen und Kulturen. Wir wären zu gerne weitergelaufen, steigen aber aus Zeitmangel ins Auto um. Wer durch Rumänien reist, lässt sich diese Straße wahrscheinlich nicht entgehen. Einmal über die Karpaten auf der Transfagara-Shan. In den 1970er Jahren wurde die Hochstraße gebaut, galt damals als eine der großen Errungenschaften des Sozialismus. In unzähligen Serpentinen geht es die Berge rauf. 150 Kilometer ist sie lang und nur zwischen Juli und Oktober geöffnet. Den Rest des Jahres liegt hier meterhoher Schnee. Wir sind an einem Wochenende in den rumänischen Sommerferien hier. Dementsprechend voll ist es. In den Wäldern Rumäniens lebt die größte Braunbärpopulation Europas außerhalb Russlands. Und leider kommen wir hier den wilden Tieren an der berühmten Transfagara-Shan viel zu nah. Die sogenannten Bettelbären wirken harmlos, fast ein bisschen zum Knuddeln. Aber der Karpatenbraunbär kann bis zu 400 Kilo wiegen und aufgerichtet mehr als 2 Meter groß sein. Immer wieder kommt es an dieser Straße zu tödlichen Unfällen, weil Menschen die Bären füttern oder sogar versuchen, Selfies mit ihnen zu machen. Warum die Bären hier auf keinen Fall gefüttert werden dürfen, erfahre ich im größten Bärenreservat Europas. Hier kommen Bären unter, die früher in Käfigen gelebt haben, als Entertainment in Restaurants oder Tankstellen. Paula ist mitverantwortlich für die 130 Bären, die hier leben. Einige stammen aus solchen Käfigen. Wie gut passen sich die Bären an die neue Umgebung an, nachdem sie in Käfigen gelebt haben? Es kommt drauf an. Jeder Bär ist anders. Ein Teil von ihnen hat sich schon nach 2 oder 3 Wochen, einem Monat hier eingelebt. Die haben keine Probleme. Aber andere bleiben in einem imaginären Käfig gefangen. Sie haben ein Trauma. Ich glaube, sie können nicht anders, nachdem sie so lange in einem Käfig gelebt haben. Wie zum Beispiel bei diesem Bär. Ihr Name ist Gretel. Sie war mit ihrem Bruder zusammen in Gefangenschaft. Hänsel und Gretel. Gretel lebt noch immer in einem imaginären Käfig. Ihr Bruder hat keine Probleme. Er läuft im Wald rum und ist ein großer Kerl. Aber sie ist traumatisiert und läuft hier immer am Zaun auf und ab. Siehst du? Paula führt uns zu einem Bereich mit den Bärenjungen.
Die wollen sich uns aber nicht zeigen. Einige von ihnen stammen von einer Bärin, die an der Straße einen Touristen getötet hat, der sich ihr näherte. Wohl um ihre Jungen zu schützen. Die Bärin wurde anschließend erschossen. Wie wütend macht es dich, wenn du siehst, dass Menschen Bären füttern? Sehr wütend. Wir sagen allen Touristen, die hierher kommen, füttern Sie keine Bären. Wenn man die Bären nicht füttert, kommen sie nicht in die Nähe der Straße. Der Bär ist ein sehr opportunistisches Tier, wie der Mensch. Wenn man einen Bären einmal füttert, wird er an denselben Ort zurückkehren, um sich von den Menschen Futter zu holen, weil es einfacher ist. Dabei finden sie im Wald mehr als genug Futter. Wir appellieren, füttern Sie die Bären nicht. Ein gefütterter Bär ist ein toter Bär. Die Jungen hier werden nicht ausgewildert. Leider werden die Jungtiere ihr ganzes Leben hier bleiben müssen. Denn laut den Behörden gibt es 3-mal mehr Bären, als der Lebensraum verkraften kann. Wir sind uns sicher, dass das nicht stimmt. Aber sie lassen uns die Tiere nicht wieder auswildern. Eine Führung durchs Bärenreservat ist nur am Vormittag möglich, damit die Bären dann ihre Ruhe haben. 2 bis 2,5 Tonnen werden hier verfüttert, jeden Tag. Einige der Bären stammen aus Zoos aus der Ukraine. Immerhin haben sie rund 70 Hektar für sich. Das sind etwa 100 Fußballfelder. Das macht mich schon irgendwie traurig, dass die jetzt für immer hier sein müssen und nicht mehr in die Freiheit zurück können. Aber besser hier als im Käfig. Es ist wirklich verrückt, was Menschen sich denken, was sie mit Tieren machen können. Für die Bären hier im Reservat können Patenschaften übernommen werden. Denn das Reservat finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Einen kurzen Stopp am wohl schönsten Schloss Rumäniens, dem Schloss Peles, lassen wir uns nicht entgehen. Grundsteinlegung war 1875. Das Schloss diente als Sommerresidenz und war das erste Schloss Europas, das voll elektrifiziert war. Wir fahren weiter in den kleinen Ort Bietan in Siebenbürgen. Bekannt für die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhobene Kirchburg, eine der prächtigsten von Siebenbürgen. Bietan wirkt etwas verschlafen. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier Ehedramen abgespielt haben. Was die Kirchburg damit zu tun hat, zeigt mir Lukas. Er ist in der Jugendkirche aktiv und ein Siebenbürger Sachse, ein Nachfahre deutscher Siedler aus dem Mittelalter. In diesem unscheinbaren Gebäude wurden über 300 Jahre lang verzoffte Ehepaare eingesperrt. Zwar war Scheidung unter besonderen Umständen, wie zum Beispiel Ehebruch, erlaubt, aber es wurde vom Bischof bevorzugt, dass die Paare ihre Ehe retten. Im Ehegefängnis sollten die Differenzen beigelegt werden. Und die mussten teilen ein Bett, einen Teller, einen Stuhl, eine Gabel, einen Löffel. Und so zwischen 2 Wochen und 1 Monat mussten sie sich vertragen. Für mich klingt das wie ein Albtraum. Aber Aufzeichnungen belegen, dass diese Form der Paartherapie wohl sehr effektiv war. In den 300 Jahren war nur eine Scheidung. Oh Gott. Und das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich nur ein Paar hat scheiden lassen. Ja, also für mich einer würde sowas nicht helfen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, nein, oder? Also ich würde mich noch mehr ärgern auf die Person, wenn ich alles teilen müsste. Ja.
Das Ehegefängnis, ein Instrument, um die Gesellschaft in der alten christlichen Ordnung zu halten. Darauf waren aus wirtschaftlichen Gründen wohl insbesondere Frauen angewiesen. Ob Liebe hier zur Versöhnung geführt hat, wage ich mal zu bezweifeln. Die Siebenbürger Sachsen haben ihren Ursprung übrigens nicht in Sachsen, sondern kamen aus den Bistümern Trier und Köln und aus dem Gebiet des heutigen Belgiens. Jetzt musst du mir aber noch eine kleine Sächsisch-Kostprobe geben. Das klingt ein bisschen anders als Deutsch, oder? Ja. Nou, ich komme aus dem Gemein und das ist ziemlich groß. Ich komme da nicht an der Schule. Mein Großeltern. Großeltern habe ich verstanden. Ja. Wie wichtig ist das für dich, diese sächsische Sprache auch aufrechtzuerhalten? Also sehr wichtig, weil wir sind eine sehr alte Minderheit, also 1100 hergewandelt, also ziemlich alt. Und ich finde es schon schade, dass das alles verloren geht und so mit der Zeit. Weil, naja, was alt ist, ist auch schön. Könntest du dir denn vorstellen, woanders zu leben? Weil das ist ja jetzt, sind ja jetzt nicht mehr so viele Sachsen, die hier leben. Oder ist es für dich wichtig, das einfach zu bewahren, indem du auch hier bleibst? Ja, ich will hier bleiben. Weil, also mein Dorf ist auch nicht das Schönste, aber ich fühle mich gebunden durch die Traditionen und durch die Geschichte und so an dem Dorf. Und wenn auch ich noch weggehe, dann geht ja alles verloren. In den 1930er Jahren gab es hier noch rund 300.000 Siebenbürger Sachsen. Heute sind es nur noch etwa 15.000, eine sehr kleine Minderheit. Wir sind auf einer Alm in Florecht. In der Bergregion Siebenbürgens wird ein besonderes rumänisches Gericht gekocht, für das man jede Menge Käse braucht. Da sind wir an der Quelle. Ich bin mit Hirte Florin verabredet, mitten auf seiner Farm zwischen Perlhühnern und Gänsen. Balmosch ist ein Maisbrei mit viel Käse, der in Molke gekocht wird. Ich habe viele Lieblingsgerichte. Das sieht man auch. Dieses Gericht haben schon meine Großeltern gekocht. Ein sehr altes Gericht. Man konnte es sehr einfach zubereiten. Wenn die Schäfer abends zur Hütte zurückkehrten, um die Schafe zu melken, war das ein Essen, das man schnell und einfach kochen konnte. Es schmeckte und war zugleich gesund. Der Maisgrieß wird in der Molke aufgekocht. Gut. Gut. Dazu kommt jetzt noch ein Gemisch aus 3 Käsearten: Ziegen-, Kuh- und Schafskäse. Es ist voll das Workout. Ein verantwortungsvolles Workout. Bist du schon müde? Nein. Wie mache ich das? Ziemlich gut. Aber du musst ständig rühren. Der Balmosch muss immer in Bewegung sein. Diese Schlagetechnik kriege ich hier noch nicht so gut hin. Aber es riecht schon so lecker nach Käse, so ein bisschen wie so ein Käsefondue. Mit einem Stock Polenta rühren, damit nichts anbrennt, gar nicht so leicht. Du hältst den Stock wie eine Schaufel. Man sieht, dass du noch nie Polenta gemacht hast. Vielleicht kriegt Jens das ja besser hin. Ich glaube, Nina hat die Hauptarbeit geleistet. Für ihn ist es viel leichter. Das ist total easy. Ja, weil ich schon so viel gearbeitet habe. Ja, das sagen sie alle. Es kommt auf die Technik an, weißt du? Florin, Bitte. möchtest du meinen Balmosch probieren? Ja. Ja? Ja. So? Dankeschön, ist genug momentan. Pofta bună. Mulțumesc, Nina, poftă bună. Poftă bună. Das schmeckt so ein bisschen wie so ein Käsegrießbrei. Wie so ein sehr, sehr käsiges Kartoffelpüree oder so.
Lecker. Ich nenne dieses Gericht ein Dessert von der Hirtenhütte. Obwohl es keinen Zucker enthält, ist es wie ein Dessert. Eine königliche Mahlzeit, die man nicht in vielen Orten Rumäniens bekommt. Wie zufrieden bist du jetzt mit meinem Gericht, mit meinen Kochkünsten? Ich muss sagen, normalerweise sage ich das niemandem. Aber ich habe es schon schlimmer erlebt. Es ist dir sehr gut gelungen. Übrigens, der Fernwanderweg Via Transsilvanica führt direkt bei Florin vorbei. Mit ein paar Kilometern in den Knochen schmeckt der Balmosch bestimmt noch besser. Das hier erinnert mich ein bisschen an Island. Die Schlammvulkane bei Buzău. Sieht aus wie auf dem Mond. It looks like on the moon. Oh, Jens. Ist das heiß? Nein. Kann ich's anfassen? Ja, es ist eine Mischung aus Salz, Erdöl, Methangas und Ton. Methangas and clay. Es ist kalt. Irgendwie hätte ich erwartet, dass es... Kalter Schlamm statt heißer Lava. Die kleinen Vulkane entstehen durch Gaseruptionen in einer Tiefe von bis zu 3000 Metern. So bilden sich an unterschiedlichsten Stellen immer wieder kleine neue Krater. From time to time we can find Manchmal findet man die Schlammvulkane sogar in den Gärten der Menschen, die hier in dieser Gegend wohnen. if you are living near in the area. Yeah. Das kommt selten vor, aber es kommt vor. Irina, hat jemals jemand versucht, da reinzugehen? Soweit ich weiß, nein. No. Was würde passieren? Das ist schwierig, denn der Schlamm kann sehr klebrig sein. Could be stickier. So, dass er einen festhält. So sticky that grabs you. And we don't Wir raten auf jeden Fall davon ab, da reinzugehen. Der Schlamm der Vulkane bildet zum Teil mehrere Meter hohe Kegel. Das hier ist Irinas aktueller Favorit. Jeder Vulkan hat seine Besonderheit. Dieser hier gefällt mir, denn es gibt dort so viele Schlammwellen. Und wenn man ganz still stehen bleibt, kann man die Vibration der Erde spüren. Die Landschaft hier verändert sich ständig. Die Schlammvulkane sind ein Naturschauspiel, bei dem man stundenlang zuschauen kann. Wer ins Donaudelta reist, ist zum Sonnenaufgang idealerweise schon wach. Denn dann erwacht auch die Tierwelt. Iljuza ist mit uns unterwegs. Das Delta gehört zu den artenreichsten Regionen der Welt. Für uns geht es aber erstmal wieder an Land, denn hier warten ganz besondere Wildtiere auf uns. Pferde. Wie stehen die Chancen, dass wir heute Pferde sehen werden? 100%. Ich weiß genau, wo sie weiden. Aber ich möchte dir auch die Pferde im Wald zeigen. Denn es ist einzigartig, wie sie sich an das Laufen zwischen Bäumen angepasst haben. Es ist kein übliches Verhalten von Pferden, zwischen Hindernissen zu laufen. Über 2000 Wildpferde sollen hier leben. Und auch einen Schakal bekommen wir vor die Linse.
Iljuza kommt regelmäßig her. Seine Kamera hat er immer dabei. Kann ich verstehen, bei diesen Motiven. Warum gibt es hier im Delta so viele Pferde? Die Menschen hier haben sie freigelassen. Vor dem Fall des Kommunismus durften die Menschen hier keine Traktoren oder Autos haben und nutzten die Pferde in der Landwirtschaft und für den Transport. Einfach für alles. Als sie dann Autos besitzen durften und gesehen haben, was es für landwirtschaftliche Maschinen gibt, haben sie die Pferde einfach in die Wildnis entlassen. Und sie vermehren sich jetzt hier. Alle Pferde, die du hier siehst, wurden in der Wildnis geboren. Auch wenn sie domestizierte Vorfahren haben, für mich sind sie wild. Vollkommen klar. Chaos, go away. Wir möchten über Pferde sprechen. Sie versuchen, die Show zu stehlen. Sie haben die Kamera gesehen, also wirklich. Was magst du persönlich so gerne in den Wildpferden hier? Ihre Schönheit. Ich mag alle Tiere, alle Vögel. Aber die Pferde sind hier die Verbindung zur Natur. Für mich würde das Delta ohne die Pferde nicht existieren. Sie sind hier das Schlüsselelement. Das Donaudelta gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. In diesem einzigartigen Wasserlabyrinth des größten Süßwasserschutzgebietes in Europa gibt es so viel zu entdecken. Rund 360 verschiedene Vogelarten gibt es hier. Und wir haben richtig viel Glück und kriegen den hier vor die Linse. Einen Eisvogel. Aber meine absoluten Favoriten sind die hier, Pelikane. Hier gibt es die größte Pelikankolonie Europas. Aufgewachsen ist Iljuza in Bukarest. Die Faszination für das Donaudelta besteht aber schon seit seiner Kindheit. Seit ich 11 Jahre alt bin, komme ich her. Damals mit meinem Vater zum Angeln. Seit meiner Schulzeit komme ich jedes Jahr hierher. Und jedes Mal, wenn es zurück nach Hause ging, habe ich die nächste Reise hierher organisiert und gemerkt, dass ich einfach zu viel Zeit durch den langen Weg verloren habe. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, hierher zu ziehen. In der Natur zu leben, draußen zu leben, auf dem Boot zu sein. Nicht in einem Büro mit künstlichem Licht zu sitzen. Eigentlich hast du einen anderen Beruf, oder? Ja, ich war früher Jurist, aber es hat mir nicht gefallen. Ich habe es nur studiert. Es war eher der Ehrgeiz und der Wunsch meiner Eltern. Für sie habe ich das Diplom gemacht und dafür habe ich jetzt mein Leben. Ein anderes Leben. Iljuza kennt hier jeden Kanal. Und die kulinarischen Geheimnisse des Deltas. Dinner? Appetizer, not really. Das ist eher eine Vorspeise als ein Abendessen. Schau. What is it? Was ist das? The water chestnuts. Wasserkastanien. It's this plant Diese covering. Pflanzen bedecken hier den ganzen See. Sie sind ein Wunder der Natur, denn das Wasser darunter wird gefiltert. Es ist schattig und das Wasser darunter ist kälter als im Rest des Sees.
Darunter leben viele Fische, viele Insektenlarven. Es wimmelt nur so vor Leben. Früher haben die Leute damit etwas Ähnliches gekocht, wie Kartoffelpüree aus dem Inneren dieser Pflanze. Man isst nur das Innere. Keine Sorge, du wirst es überleben. Willst du uns noch ein paar letzte Worte sagen? Es war mir eine Freude, mit dir das Donaudelta zu erkunden. Schmeckt ein bisschen nussig. Jetzt nicht so wie so eine leckere heiße Marone, sondern von der Konsistenz so ein bisschen wie Rettich. Also wenn ich jetzt in großer Not wäre, würde ich es essen. Man kann es essen, muss man aber nicht. Donauwelle ist besser. Die Wasserkastanien werden hier auch Wasserteufel genannt. Der Tag im Donaudelta mit Iljuza war ein Erlebnis. Unsere Reise führt uns weiter Richtung Schwarzmeerküste. Es ist die östlichste Stadt Rumäniens und damit auch die östlichste Stadt der Europäischen Union. Einst eine Weltstadt. Die Blütezeit von Sulina ist längst vorbei, aber genau das macht ihren Charme aus. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier die Donaukommission gegründet. Eine internationale Organisation, die die Schifffahrt auf Europas zweitgrößtem Fluss und damit den Handel sicherstellen sollte. Etliche Konsulate siedelten sich hier an. Menschen unterschiedlichster Nationalitäten lebten hier. Rund 10.000 waren es zu Hochzeiten. Europa in Miniatur. Im kleinen Heimatmuseum finden wir noch Überbleibsel der prunkvollen Zeiten Sulinas, als hier die High Society Europas Geschäfte machte. Der Zweite Weltkrieg setzte der Donaukommission ein Ende und Sulina geriet in Vergessenheit. Wenn auf meinen Reisen ein Meer in der Nähe ist, dann müssen die Füße rein. Ins Schwarze Meer am Strand von Sulina, der von der Stadt aus fußläufig zu erreichen ist. Am kilometerlangen Sandstrand findet man auf jeden Fall ein ruhiges Plätzchen. Okay, bye bye. Bye bye. Tschüss. Gut gemacht. Warte auf uns. Warte auf den Guide. Ich möchte das Delta von einer anderen Seite kennenlernen. Wir wollen mit dem Kajak dorthin, wo die motorisierten Boote nicht hinkommen. Kalin begleitet uns. Seit 12 Jahren lebt er hier und bietet Kanutouren an. Na Jensi, hast wieder den easy Job, ne? Lässt du dich paddeln? Ja, aber war ja deine Idee. Und so viel kann ich jetzt schon sagen. Ich werde diese Idee bereuen. Zumindest zeitweise. Vorbei geht's am alten Leuchtturm von Sulina. Es läuft doch schon ganz gut mit dem Paddeln, oder? Ich weiß zwar nicht, wie ich wieder zurückkommen soll gegen die Strömung, aber gut, denken wir nicht darüber nach. Die Strömung wird mein geringstes Problem. Scheiße. Ich will ja immer ein Abenteuer, aber ich bin mir irgendwie noch nicht so sicher, ob das hier genau das Richtige für mich ist. Keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskommen soll. Hey! Coming! Okay! Da muss ich jetzt irgendwie durch. Soll ich den Notruf wählen? No! No! Nein? Alles gut? Okay. Wie komme ich aus dieser Situation jetzt wieder raus? Ich bin leider hängen geblieben, Jens.
Du musst schon mal vorfahren. Das läuft so okay. Scheiße, ey. Mal gucken. Ich hänge fest. Ich hänge fest und die Moskito haben mich entdeckt. Das ist eine gute Kombination, würde ich sagen. Scheiße, Drecksvieh. Okay, ich hänge wieder fest. Wo ist hier der Fluss, bitte? Irgendwie hatte ich mir das so ein bisschen beschaulicher vorgestellt. Ich meine, ich will ja immer ein Abenteuer, aber... Wie hast du es geschafft, hier rauszukommen? Gib nicht auf. Ganz einfach. Very simple. Gut gemacht. Yeah! Du hast gesagt, wir würden Kajak fahren. Yeah. In der Wildnis. Du hast die Wildnis vergessen. Forget the world. Stimmt. I put the world. Du hast das Wild vergessen. Ich habe auf jeden Fall hier schon mal das halbe Donaudelta im Boot. Ich muss mal erstmal ein bisschen sauber machen hier. Was hältst du von meinen Paddelkünsten? Oh, you are alive. Du lebst. Yeah, you know that. Weißt du, die Ausrüstung, die ist wichtig. Touristen kommen ja immer wieder neue. Endlich kann ich die Landschaft auch wirklich genießen. Für Kalin ist es wichtig, die Einzigartigkeit dieses Ortes zu erhalten. This place Dieser Ort verändert sich. Er wird touristischer, kommerzieller, moderner. Die Menschen wollen ein leichteres Leben. people want to live easier. Du versuchst also mit deinen Touren die Natur zu schützen? Mit deinen Kajaktouren? Natürlich. Even Kajakfahren ist zwar auch ein wenig invasiv, aber nicht so wie die großen Motorboote. Nicht so wie die großen touristischen Aktivitäten. Es ist intensiver und näher an der Natur und nicht so schädlich. Man ist langsamer unterwegs. Das galt für mich ganz besonders. Ich muss zugeben, ich habe die Paddeltour etwas unterschätzt. Aber wir kamen der Natur ganz nah. Für uns geht's jetzt zur letzten Station dieser Reise. Das hier ist nicht Paris, sondern das Paris des Ostens. Wir sind in Rumäniens Hauptstadt Bukarest. Der französische Einfluss prägte Bukarest fast 100 Jahre lang. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das Stadtbild. Eines der berühmtesten Bauwerke? Der Parlamentspalast. Diktator Ceausescu wollte damit den Palast des Volkes in Nordkorea übertreffen. 1000 Räume gibt es, nach dem Pentagon das größte Verwaltungsgebäude der Welt. Bukarest ist eine Stadt der Kontraste, die im Sommer am frühen Abend, wenn die Temperaturen sinken, zum Leben erwacht. Hier endet unsere Reise. Von Bergen bis Meer war alles dabei. Wir haben herzliche Menschen kennengelernt, die uns ihr Land mit Stolz gezeigt haben. Die Vielfalt Rumäniens macht das Land zu einem Bucketlist-Reiseziel für alle, die Natur lieben und sich auch gerne ein bisschen gruseln.